Was geht ab, Fighters? Willkommen zur zweiten Runde des Smash Brother Podcast. In der zweiten Runde reden wir über aktuelle Fight News. Die beiden Jungs kämpfen im Februar. Gegen wen, wie deren Vorbereitung ist, mental, körperlich, physisch und alles, was dazu gehört, wird in dieser Folge beantwortet. Macht euch bereit. Es wird cool. Let's go. Ihr kämpft ja beide im Februar. Die Kämpfe stehen an, es ist offiziell. Und gibt es ja rundherum extrem viele Fragen. So, deswegen fange ich einfach mit der simpelsten Frage an. Wie läuft euer Training in der Vorbereitung auf den Kampf ab und gibt es spezielle Schwerpunkte für den Gegner? So, die Gegner sind die Gegner bekannt? Meiner ist bekannt. Das ist Kerem? Meiner noch nicht, aber Schwerpunkte gibt es jetzt nicht. Ich bereite mich immer gleich vor auf jeden Kampf. Die müssen sich auf mich umstellen, ich nicht auf sie. Okay. Ich mache mein Ding so. Und immer wieder dasselbe. Morgens Training, abends Training, Mittagsschlaf. Du musst, wie gesagt, auf alles vorbereitet sein. Ob das jetzt am Boden, im Stand ist, wie gesagt, ich mache mein Ding. Ziehe mein Ding durch. Gibt es spezielle Vorbereitungen für jetzt speziell Nee, für dich? speziell jetzt nicht. Ich mache, wie gesagt, immer dasselbe Programm. Hat bis jetzt immer gut geklappt, die letzten 14, 15 Male. Okay. Gibt es bei dir eine spezielle Vorbereitung, Islam? Jetzt Also für den abgesehen Kampf? davon, dass ich mich jetzt in anderen Gyms vorbereite, andere Leute kennenlerne, das Niveau der Kämpfer anders sein wird, weil ich dann mit Topstars und Topkämpfern quasi trainieren werde. Gibt es nicht viel, was ich klar, es wird Umstellung her von der Vorbereitung sein, auf jeden Fall, ja, aber der Fokus ist immer der gleiche, weißt du? Ja, deswegen, wie ist dieser Spruch? Never change a running system, weißt du? So, ich verlasse mich auf das, was ich kann, Genau. weißt du, was ich meine? Und ich arbeite an den Sachen, wo ich sage, da brauche ich noch was, weißt du, und daran arbeite ich jeden Tag. Und ja, Mann. Und wie läuft denn so eine Vorbereitung ab? Also ich habe jetzt keine Kämpfe hinter mir, also keine offiziellen. Und wie ist das denn? Wie bereitet ihr euch auf einen Kampf vor? Also guck mal, wir als Außenstehende, die noch nie einen Kampf gemacht haben, so ihr kriegt jetzt euren Gegner. So ihr kämpft gegen A und B. So. Was macht ihr? Also guckt ihr euch Videos an, studiert ihr ihn, analysiert ihr ihn? Vorbereitung, Alter. Ich habe schon gar keinen Bock mehr. Es ist Die wahrscheinlich ein Vorbereitungszeit ist immer die Riesenaufwand, oder? ekligste Zeit so. Ja. Wir ernähren uns erstmal schön. Meine hat Burger offiziell heute essen. angefangen, meine Vorbereitung. Offiziell Leute, okay. Ja. Gibt es irgendwas, was du leaken kannst? Oder? Ja, was soll ich liegen? Ich habe heute meine Vorbereitung angefangen. Ich muss jetzt nach dem Podcast zur zweiten Trainingseinheit. Was kann ich liegen? Es gibt nichts viel zu liegen. Mein Gegner steht fest. Adam Foggett ist ein Amerikaner. Hat 4 Kämpfe in der UFC gemacht. Ist ein starker Mann auf jeden Fall. Hat gegen 4 sehr gute Jungs gekämpft. Davon hat er gegen 2 verloren, 2 gewonnen. Die 2, die gegen ihn verloren hat, sind aber schon mittlerweile auch, einer ist schon in der Top 15 und der andere steht gerade 5-1 in der UFC oder 4-1, irgendwie sowas. Also er hat gegen 2 gute Jungs verloren. Ist auf jeden Fall ein starker Mann. Ja. Starker Allrounder, kann gut boxen, kann Kickboxen, kann striken, kann ringen, kann grappeln, alles. Und ja, wir bereiten uns auf alles vor. Wie wichtig ist die mentale Vorbereitung, abgesehen von der körperlichen? Das Wichtigste. Das ist alles, oder? Soll ich mal was sagen? Bei der Contender Series, wo ich gekämpft habe, eine Woche vorher, sollte ein Freund von mir, Cody Steele, ein guter Mann aus Amerika, sollte gegen einen Brasilianer kämpfen. Dieser Brasilianer hatte zuvor Alex Pereira besiegt. Er war der Einzige, der Alex Pereira besiegt hatte, außerhalb der UFC. Für die Leute, die nicht wissen, wer Alex Pereira ist, das ist der aktuelle UFC-Champion im Light Heavyweight. Jedenfalls sollten die beide gegeneinander kämpfen. Tag vorher, der kommt, guckt ihn noch hart an, alles runter, alles schön gut. 15 Minuten vom Kampf, der sagt, ey, ich kann das nicht, ich habe Herzrasen, ich bin so aufgeregt, geht nach Hause einfach. Überleg mal. Krass, heftig. Okay. So, und der andere macht eine Woche später einen neuen Kampf mit mir zusammen auf einer Fightcard, macht einen brutalen K.O., ist jetzt in der UFC. Da siehst du, wie viel mentale Stärke ausmacht. Ja, Also Mindset, mentale Stärke ist A und O, Bruder. Wenn du kein Mindset hast, Genau. bleib zu Hause. Wirklich. Ist auch so. Guck mal, kämpfen, ich sag das nochmal, kämpfen ist nichts für schwache Nerven. Wirklich, also ein echter Kämpfer zu sein. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Leuten, ne, die jetzt irgendwie sich Leute nehmen und mittlerweile schon wissen, ich werde gewinnen. So, ich rede von richtig Leuten, wo die gegen Leute kämpfen und wissen, okay, das ist ein Kampf 50-50 auf Augenhöhe. Ne, da gehst du entweder rein, wirst K.O. geschlagen oder du haust den K.O. Glaub mir, das ist nichts für jemanden, der, weißt du, der keine starken Nerven hat, der kein starkes Mindset oder ein starkes Herz hat. Weißt du, wenn du kein Herz hast, bleib zu Hause. Glaub mir, du fällst da. Früher oder später fällst du da. Meint ihr, dass das Mentale schon beim Face-Off losgeht? Sogar schon vorher, nachdem ihr wisst, welcher Gegner das ist? Das Mentale geht schon bei der Vorbereitung los. Bei der Vorbereitung. Weil du weißt jeden Tag, gegen wen du kämpfst. Das ist so, wie wenn du mit einem ein Problem hast und du weißt, okay, ich habe in dieser Person ein Problem und in 30, 40, 50 Tagen werden wir beide aufeinandertreffen. Das heißt, du denkst sehr oft über diese Person nach. Weißt du, und wenn du dann jedes Mal mit Angstzuständen an diese Person denkst, dann wird deine Angst immer größer und größer, je näher du zum Kampf kommst. Gehst aber, denkst mir, okay, weißt du was, das ist auch nur ein Mensch wie ich. Ich habe schon gegen Hunderte wie solche gekämpft. Gehst rein, machst dein Ding.
Ist halt so, weißt du, ist ein Kampf. Klar gibt es seine Risiken, aber überall im Leben gibt es Risiko. Jedes Mal, wenn du in ein Auto einsteigst, kann dir jemand ins Auto reinknallen. Jedes Mal, wenn du über die Straße läufst, kann dich jemand anfahren. Ja, klar. Weißt du, ist ja auch nicht mal alles sauber nach Regeln. Es läuft ja nie so auf der ganzen Welt sauber, weißt du? Ja, stimmt schon. Deswegen, gewisse Risiken hast du überall. Aber wir sagen dir bei Vatos Locos, life's a risk, Karnal. Okay. Habt ihr bestimmte Rituale, bevor ihr in den Kampf geht? Jetzt für euch selber, nicht unter euch, sondern zum Beispiel, Kerim, was tust du, bevor du in den Kampf gehst? Immer? Ja, ich mache immer dasselbe Ritual. Immer derselbe Ablauf. Ist das quasi dein Ritual? Ja, ich mache immer dasselbe. Also ich habe da meine eigenen Sachen, aber die behalte ich jetzt auch so generell für mich. So, Okay, ne? okay. Aber ich habe wirklich, also vielleicht sogar ein paar Ticks, die ich habe. Manchmal, wenn das nicht so gelaufen ist, sage ich, ey, du musst jetzt nochmal neu machen. Sagt er, ja, geht jetzt nicht. Man muss das nochmal genauso machen, wie in den anderen Kämpfen. Ich glaube jetzt zwar nicht dran, aber es ist ein Ritual so für mich selber. Okay. Ja, ja. Hast du das Ritual schon mal irgendwann abgeändert? So Nee, das habe ich seit meiner Boxkarriere sogar. Und ist genau alles Ja, gleich Mann. geblieben? Damals beim Boxen war das so, ich wollte immer in die rote Ecke. Boah, wenn ich die blaue Ecke, dann ging es mir schon nicht so gut. Dann habe ich mal einen Trainer, aber bitte, guck mal bitte, dass ich in die rote Ecke ging. Da haben die so manchmal sogar darum gekämpft, dass wir Handschuhe, Kopfschutz, ganze Equipment wechseln, dass ich in die rote Ecke gehe zum Beispiel. Okay, das war wieder so ein mentales Ding da, Ja, ne? auch immer Handschuhe mit rechts. Manchmal vorne sagen die mit links, dann ich ziehe wieder aus, mach mit rechts rein. Ach so, dann quasi sowas wie ein Aberglaube dann sagen. Nicht kein Aberglaube, das ist so ein Ding. Habe ich mir so seit klein an. So ein Tick. Ne? Ein Tick ist so ein das, Tick, okay. So Sachen. Okay, verstehe. Wie analysiert ihr eure Gegner? Also habt ihr da jemanden, der guckt sich das an und sagt so, das und das musst du machen, der hat eine gute Linke oder der kommt von unten immer, der ist gut im Grappling? Ja. Oder guckt ihr euch selber das an? Man und macht sagt, selber und dann lässt man auch die Coaches drüber Genau. gucken und fertig. Ich meine, ich bin jetzt keiner, der jetzt da sitzt und mir 15 Stunden lang Ja, Mann. Videos von jedem Ich anguckt. überlege, weil ich glaube, ich hätte das so gemacht. Ich würde Das mal machen alle Kämpfe das von meinem denken Gegner auch selber alle, aber angucken. glaub mir, irgendwann, wenn du selber Kämpfer bist, denkst du dir, Digga, was kann der schon? Ja gut, der kann kämpfen wie du auch. Fertig. Okay. Du lässt Weißt du? die Jungs gucken, wissen, was sind so seine Stärken, was sind seine Schwächen. Im Kampf kann alles ändern. So. Einmal ist ein Ringer, der ist reiner Ringer, ist auf einmal nur ein Striker macht. Ja. Ist halt ist ein variabler Sport, deswegen. Ja, vor allem, er kann ja auch seine Strategie einfach ändern Deswegen, und sagen, ja. dass er geht gar nicht mehr auf den Genau. Boden, sondern Meine ich strikt ja. nur noch oben, ne? Du musst dich anpassen. Ja, Und dann machst du dein Ding, haust den ja weg. okay. Verstehe. Wie ist bei euch Trash Talk? Seid ihr Trash Talker? Bist du Trash Talker, Islam? Baby, komm. Das kann ja nicht anders sein bei dir, oder? Naja, was heißt Trash Talk? Ich mag keinen Trash Talk, aber wenn die Leute, guck mal, du musst dir vorstellen, jedes Mal, wenn ich gegen jemanden kämpfe, meinen die Leute reinkommen zu müssen und irgendwo im Interview Scheiße zu labern, weil sie wissen, dieser Kampf könnte mein Leben verändern. Das ist immer wieder das Gleiche, vor allem hier in Europa, wo ich gekämpft habe, weil so jedes Mal kommt da ein Hampelmann, setzt sich hin und quatscht mich da voll irgendwas, ja, ich werde das, dies, jenes, ach komm, quatsch mich nicht voll, Junge, so eine Geschichte höre ich schon, nachdem ich 12 bin. Da hat mich jeden Tag einer voll, dass er dies und jenes machen wird, am Ende liegen da immer im selben Ablauf. Deswegen, die Leute wollen den Trash-Talk, weißt du, die sagen dann irgendwas, dann antworte ich darauf. Dann heißt es aber auf meiner Seite, es wäre ein Trash-Talk, aber es ist kein Trash-Talk, weil ich antworte nur auf das, was die Leute mir sagen. Weil ihre Manager denen raten, ey, guck mal, du kämpfst jetzt gegen Islam Duatov, der hat einen riesen Namen, du musst irgendwie was machen bei der Pressekonferenz, dass du irgendwie dir einen Namen machst, nimm einfach noch ein paar Abonnenten mit, bevor du K.O. geschlagen wirst. Ach so, okay. Ja, Nimm doch so viel Hype mit, wie es geht. Ja. Vielleicht hast du ja noch Glück und gewinnst den Kampf noch. Weißt du, und dann ist natürlich komplett perfekt. Aber ich meine, wenn ich jetzt allein meine letzten Gegner zusammenzähle, ich könnte von jedem von den ein Meme machen lassen. Wie die im Interview geredet haben und dann wie ich die verprügelt habe. Weißt du, ich könnte von jedem meiner letzten Gegner ein Meme machen lassen und das posten lassen, so wie die groß geredet haben vor dem Kampf, dass sie mit mir das und das machen werden. Oder wo die meinten, ich bin nicht auf dem Niveau oder dass ich nie getestet worden bin und am nächsten Tag mit so einer Fresse da im selben Interview saßen und zugeben mussten, dass die mich unterschätzt haben. Wie die geredet haben, dass die mich überlaufen werden, weil deren Spitzname Panzer ist. Und dann waren die da bewusstlos getappt von mir. Weißt du, wie die geredet haben, dass die sich mit meinem Vater oder in die Rolle meines Vaters setzen wollten, dass der irgendwie da so einen komischen Spruch gebracht hat, wo die dann eine Ansage bekommen haben. Danach, nach 40 Sekunden getappt wurden, da lagen und gesagt haben, oh mein Gott, ich habe 10 Jahre Grappling-Erfahrung, wurde getappt. Ja, Bruder. Ja, das ist halt so ein mentales Ding, ne? Dieses Trash-Talken, guckt euch also Connor an, ne? Der macht ja so viel Trash-Talk. Weißt und du, hat, Das ist das Business in Amerika. In der Ja. UFC kannst du das bringen, weil hier, was bringt dieses Trash-Talk, denke ich mir. Das ist meistens sogar lächerlich hier. Ja. Das ist eine amerikanische Ebene. Conor zum Beispiel ist der King, der ist der Vater vom ja, Trash-Talk. der haut richtig Ohne raus, das ne? wäre das so, Ja. wäre die UFC auch gar nicht heute da, wo Guck die dir an, ist. was er Ja. gegen Habib alles gesagt Aber er hat hat. ja Das auch war ja schon abgeliefert. irgendwann. Ja, Conor hat doch abgeliefert. Ja. Der hat am Anfang so große Fresse, das sage ich halt, wenn Immer du eine große wieder. Fresse hast, musst du auch abliefern. Ja. Und dann blamierst du dich da. wenn immer du- wieder. Ja. Also ich meine, Das wenn du ist- abrufen kannst, kannst du gut eine große Fresse Genau. haben. Ja, ich rede auch Ja. große Interviews, aber ich liefere auch ab. Ja, deswegen. Weißt du, 100%. Ich liefere auch ab. So. Guck mal, die Leute sagen, ich kämpfe, ich werde das mit dir machen, ich werde dies mit dir machen. Wenn die Interviews haben, ja, dann gehen die rein, kämpfen 3 Runden. Normal nimmt die dann keiner ernst.
Ja. Weißt du, ich meine, ich werde dann gehen die noch rein und kriegen noch 3 Wochen auf die Fresse. Ja. Normal nimmt euch dann keiner ernst. Aber ich sage, ich werde das und das machen, ich gehe rein, ich mache genau das, was ich gesagt habe. Weißt du, was ich meine? Ich mache genau das, was ich gesagt habe. Ich gehe rein, ich knock dich in der ersten Runde aus. Okay, gucken wir, bam, ich gehe rein, ich knock den in der ersten Runde aus. Aber genau das macht ja deinen Namen dann so groß. Genau das Wer meine ich. mucken kann und dann noch draufschlagen kann, Ja. ich glaube, das ist das Nonplusultra, oder? Richtig. Also wenn du das drauf hast, Wie dann... mir Greg einmal gesagt hat, er meinte, the people say I talk and I talk and I talk, but guess what? I back it up. Weißt du, ich meine? Hat so, er, okay. Junge, der hat Geschichte geschrieben. Weißt du, so, er sagt, die Leute sagen, ich rede und rede, aber ey, Ja, warte, du weißt machst du, ja ich auch, rufe ne? ab. Ja. Weißt du, ich meine, ich liefere ab, so ist halt Fakt. Und genau so ist es, weißt du? Wie sagt man in Deutschland so, don't talk the talk if you can't walk the walk. Das ist also auf Englisch so, ne, ich habe diesen Spruch mal gepostet so, nach einem Kampf, weil ne, die Leute reden halt immer groß so und dann können die es halt nicht abrufen so. Dann soll man das auch sein lassen. Man kann es einmal versuchen, wenn du merkst, klappt nicht, zweimal, irgendwann reicht. Kämpfer, die sind bei jedem Interview sitzen, die ja und dieses Mal werde ich es aber machen, weil beim letzten Kampf war meine Vorbereitung so, aber diesmal hat mir das wehgetan oder dies wieder, Junge. Hör auf zu quatschen, weißt du, entweder hast du es drauf oder du hast es nicht drauf. Ja, Ist so. ja. Und das ist auch voll die Blamage am Ende, wenn du groß redest und dann nicht ablieferst. Weil, guck mal, bei meinen letzten Guck mal, man ganzen kann ja Kämpfen nicht jetzt immer auch. abliefern. Es Genau. kann mal passieren, dass du das sagst und dann kriegst du auf die Schnauze. Guck mal, ich habe das 11 Mal hintereinander gemacht. Kann passieren, dass ich beim 12. oder 13. oder 14. Mal irgendwann auf die Fresse kriege. Aber das ist was ganz Normales. Ja, natürlich Weißt du, was Freunde? Normales. Es ist was ganz Normales, dass du irgendwann mal auf die Fresse kriegen kannst. Es kann so sein, dass ich niemals verliere. Inshallah werde ich niemals verlieren. Es kann aber auch sein, dass ich irgendwann verlieren sollte. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt sage, okay, oh nein, ich habe jetzt 15 Mal geschafft, einmal habe ich nicht geschafft, jetzt höre ich auf damit. Ja. Nein, aber wenn ich 15 Mal nicht schaffe, dann höre ich irgendwann wirklich auf. Weißt du, weil dann merke ich, okay, ich kann das nicht. Ja. Vielleicht passt das nicht zu mir, ich sollte einfach damit aufhören. Ja, aber das ist auch die Mentalstärke, die du quasi mitbringen musst, ne? Safe. Sagen, ey, so, ich habe das 11 Mal jetzt gemacht, weil bei vielen ist es ja so, die sind so auf einer Siegesserie, wenn die einmal verlieren, dann Sind die gebrochen. sind die gebrochen. Siehst du ja auch oft in der UFC, das stimmt schon. Ja. Und dann siehst du die halt. Und wenn die wieder dann kommen, wenn die so ein Comeback haben, dann können die dasselbe nicht mehr abrufen. Das Stimmt schon. ist, Stimmt schon, ist schon oft so, aber dann gibt es auch Leute, die kämpfen sich wieder zurück zum Titel. Ja, auf jeden Fall. Weißt du, so, deswegen Das gibt beides. Champion-Mindset. Das Gibt musst du beides, haben. weißt du, du musst halt mental musst halt stark genug sein. Und Gott sei Dank, Alhamdulillah, ich bin mental. Die Stärke habt ihr, ne? Ja, ich glaube, das kommt auch mit der Vergangenheit dir dann. Ja, zum Beispiel 100%. mental, aber auch bei dir. So, wenn du Ja, das, letztes Mal auch, kennst du das ja, Bruder, der ist ja schon Name, der meinte dann auch auf der Presse, er hat das gesagt, davor, die Gegner auch, wie er sagt, wir werden sie in seine Winstreet, er hat Angst, seine Winstreet zu verlieren, ne? Er hat Angst vor das, ich werde ihn tappen, ich werde das, ich werde dies. Ich sage immer nur, ja, werden wir morgen sehen. Das ist so meine Antwort. Morgen werden wir sehen. Und dann haben die ihre Antwort bekommen. Haben die nicht gedacht. Ja. Der eine wurde 5 Runden lang misshandelt. Ja. Der eine wurde ausgenockt, schwer K.O. geschlagen, der andere genauso. Und ich bin nicht der große Fan vom Reden. Lieber Taten. Stille Wasser sind tief. Ja, so. Ja. Und jetzt Respekt. wissen alle Bescheid. Ja. Weil jetzt kann keiner mehr was sagen. Ja, okay, verstehe. Ja. Also, beide im Februar den Kampf. Yes. Ja. Dein Gegner steht noch nicht fest, Kerem. Nee, steht noch nicht fest. Steht noch nicht fest. Wie kommst du mit dem Druck vor dem Kampf klar? Also vom Kampf selber und vom Publikum. Wie ist das? Blendest du das Publikum aus? Nee, ich blende das nicht aus. Ich feiere das sogar. Ich liebe das. Nimmst du mit die Ja, Mann, Energie? das ist geil. Okay. Weil ohne das könnte ich gar nicht, also könnte ich schon kämpfen, aber ich brauche diese Kulisse, diese Ja. Lautstärke, diese Menschen. Das pusht mich dann übertrieben. Darauf habe ich richtig Bock. Aha. So auf dieses ganze Drumherum so. Nicht mal mehr auf den Kampf. Ich habe so Bock, dieses ganze Drumherum. Ich liebe das danach so. Das ist meine Anerkennung. Das ist meine Bezahlung. Das ist unbezahlbar. Ja, wie du sagst, Das ist unbezahlbar, ja. Du gehst da rein, die Leute rasten aus, die feiern dich danach. Wenn du noch gewonnen hast, noch schöner natürlich. Du lässt dich feiern, das genieße ich. Ja, okay, verstehe. Ja. Ich komme gleich nochmal auf dich zurück. Nee. Islam, du hast jetzt im Februar dein UFC-Debüt. Bist du nervös? Also jetzt kurze Nein. Frage, bist du nervös? Wie Nein. ist das für dich? Weil das ist ja dein Debüt in die größte Kampfsportliga auf der gesamten Welt. Ja, aber Wie fühlst du dich dabei? ich habe heute meinen Vertrag unterschrieben. Wie ich mich fühle, also ich bin sehr positiv aufgeregt auf die Vorbereitung, auf die Sachen, die auf mich zukommen, so, aber ich bin nicht nervös, nein, überhaupt nicht. Ich glaube, der letzte Kampf war für mich ein bisschen mehr, was Nervosität angeht. Ich bin generell gar kein Mensch, der nervös ist, so, weil ich weiß, bevor ich reingehe, jedes Mal, ich denke mir das Gleiche, so, Digga, ich habe, keine Ahnung, 5 Mal auf der Straße gekämpft, ich habe so viele Sachen in meinem Leben gemacht, ich wurde, keine Ahnung, wie oft in meinem Leben so, ich hatte so viele bedrohliche Situationen in meinem Leben gehabt, so, wo ich weitaus mehr mit, ich sag mal, gefährlichen Situationen umgehen musste, so, das ist ein MMA-Kampf, gut, ich gehe da rein, ich gebe alles, weiß ich meine, und ich knock den Typen einfach aus. Du hast So, ja gesagt, deine deswegen- Vorbereitung ging heute erst los. Ja.
Und deine mentale Vorbereitung, wann ging die los? Meine mentale Vorbereitung ging schon los, als ich geboren wurde. Ich meine jetzt für den Kampf, speziell für den Kampf. Für den Kampf, die mentale Vorbereitung ging auch schon los, als ich den Vertrag für die Contender Series unterschrieben habe, weil ich habe schon damals gesagt, ich werde sowieso in die UFC kommen. Weißt du, ich habe gesagt, das ist nur ein Stein auf meinem Weg und den werde ich auch zur Seite rollen und das war's. Okay. Ja, interessant, weil für mich ist das so weit ab entfernt, überhaupt jemals in der UFC zu kämpfen. Also das ist ja eine ganz andere Liga. Aber ja, auch, ich denke, du kannst eher Millionär werden, bevor du dahin kommst jetzt. ja, Wenn du noch nie vorher Kampfsport gemacht hast. ja. Okay, verstehe. Würdet ihr sagen, euer Kampfstil hat sich verändert die Jahre und das eher zum Positiven? Ich war schon immer aggressiv. Ich habe schon immer das gemacht, was ich jetzt mache und ich mache es immer noch. Ja, und wie ist das bei dir, Karim? Würdest du Ich sagen, habe dein alles Kampfstil? verbessert. Ich Ja. habe alles verbessert, ja. Mein Komplettpaket. Was würdest du striken oder Boden? Wo bist du besser? Ich bevorzuge mehr Striken, aber ich kann mittlerweile alles. Ja. Beide Auslagen? Beide Auslagen. Ich habe alles verfeinert an mir. Das Problem ist, guck mal, ein Kampf, der im Striking endet, ist immer einfacher. Das ist ein geringer verbundener Kampf, der ist immer schwer. Ja, Mann. Weißt du, Ringer haben immer einen harten Kampf zu kämpfen. Ja. Die wissen dann so ein Ringer, weißt du, wenn das auch so ein Lazy-Ringer ist, der liegt dann nur auf dir, versucht dich zu halten, kämpft da tot, Muskel übersäuert und so, weißt du, das ist so ein harter Kampf immer. Als Striker, du gehst da rein, bam, bam, links, rechts, guckst, links, boom, dann sitzt da einer. Aber ich muss auch sagen, ich selber gucke richtig gerne Kämpfe, wo gestrikt wird. Ja, So, wird ja auch. Und das gucken ja auch wollen die 90% der Leute. ja, genau. So Boden ist schwierig. Die haben keinen Bock, also, deswegen die UFC hat auch so viele Kämpfer entlassen, die sagen Boden wir, machen. ist ja natürlich sind das starke Jungs, aber die haben kein Interesse. Das ist auch für das Interesse der Zuschauer nicht unattraktiv. Aber was willst du sehen? Einer, der einen Takedown holt, kontrolliert 3 Runden gewonnen. Oder willst du so eine geile Schlacht sehen, geile Horror? Das ist ja damals bei den Römern, weißt du? Ja. Gladiatorenkämpfe. Weißt du, wenn da jetzt zwei ohne, ich sag mal, wenn die sich bis die geblutet haben, kaum stehen konnten, gehauen haben, da haben die Leute das noch gefeiert. ja, Ich glaube, da hätte keiner Bock gehabt, wenn die sich noch am Boden festhalten würden Ja, die und haben da keinen nichts Bock machen drauf. würden. Weißt du? Ist ja so. Die Ja, wollen blutige Schlachten sehen. das ist halt das Geile an UFC. Du hast zwar alles, ne? Also wirklich alles, du benutzt ja alles an deinem Körper, aber beim Boxen hast du wirklich nur die Hände und da siehst du halt diese Strikes. Nur das Boxen siehst, ist auch schon aber- auf jeden Fall ein geiler Sport. Ich feiere Boxen Mann. extrem. Ich werde auch wahrscheinlich noch in Zukunft ein paar Boxkämpfe machen. Auch also so offizielle Boxen? Ja, ich habe ja auch offiziell einen Boxkampf gemacht. Ich stehe jetzt gerade 1-0. Profiboxen. Ich war auch auf der Weltspitze 140 oder so nach einem Boxkampf, weil ich habe einen guten Mann geschlagen in meinem Debüt und ja, hat auch schon ein gutes Angebot gehabt. Ich wollte damals, weiß auch keiner, das ist auch eine Exklusivnachricht oder eine Verkündung so, was hat leider am Ende nicht geklappt, aber ich sollte damals gegen Tyron Woodley boxen in Riyadh, bei der Riyadh-Season Was? Okay, krass. und da sind dann noch ein paar Sachen dazwischen gekommen, hat dann nicht geklappt. Er hat da schon zugestimmt gehabt, ich habe schon zugestimmt gehabt, die Verträge waren schon so gut wie, weißt du, ist nicht komplett fertig, sage ich mal, aber ich habe eine Zustimmung gehabt von ihm, sein Management und sowas und wir haben auch zugestimmt und Okay. in Das wär aber Zukunft auch habe ich, glaube ich, interessant. kein Interesse gegen ihn zu kämpfen. Ich meine, er ist mittlerweile tot. Deswegen, wenn jemand anderes Bock hat, so zu kämpfen, irgendwann packen wir uns Jake Paul. Ja, Mann. Er hat eh so eine so große Fresse, Alter, weißt du? Ich weiß, ja. Hat eh nur noch, so, kennst du doch, halb tote Leute schon geschlagen so und deswegen. Ja, man spricht von Showkampf und nicht Showkampf, ne? Also ich weiß ja nicht, wie ihr das werten wollt. Ja, den holen wir uns auch noch. Ja. Geht halt immer um viel Geld dort bei ihm, ne? Sagen wir mal so. Was ich von Abgesehen sagen, vom Ich will nur seine Einfach- Zähne. Ja, wollte ich gerade Ich will nur sagen. seine Zähne raushauen. Einfach so. Allein aus diesem Grund, was der mit. Das war so mein Vorbild, was der da gemacht hat, weißt du? Allein nur zu Genugtuung, auch wenn ich keinen Euro dafür verdienen würde. wer war dein Vorbild? Mike Tyson. Tyson, okay. Ja. Alleine so umsonst würde ich das machen. Ja. Ich Ich würde hatte einfach so seine Fresse einhauen. ich habe wirklich geglaubt, dass Tyson nicht verlieren wird. Weißt du das Herz? Ich Bruder, der Ja, Typ ist 60 ja, Jahre alt. Guck mal, ich wollte ich gerade sagen, gar nicht 60 böse Jahre gemeint, alt, aber Mann. jeder Drittklassige, jeder Zweit- oder Drittklassige, komm, sagen wir, jeder Zweitklassige Profi-Boxer, der aktuell boxt, jeder Zweitklassige, ja, ich rede nicht von den Besten. Ja, Mann. Zwei Drittklassige, sogar ein guter drittklassiger Boxer mit einer vernünftigen Vorbereitung würde Mike Tyson jetzt besiegen. Das ist einfach leider die traurige Wahrheit. Digga, der Mann ist fast 60. Abgesehen davon, was weißt so du. viele Kämpfe hinter sich, was der für Rückschläge Bruder, hat war im 2 Leben. Wochen vorher, war der hier vorne in Düsseldorf, war der feiern. Ja, Mann. Der war hier vor 2 Wochen noch, also 2 Wochen vorher war der in Düsseldorf feiern. Da wurde der hier noch von Leuten gesehen im Club und wie der am Saufen war und so. Weißt du, also das war ja auch dann noch mal eine Zeitung und so alles. Also bitte, ja, da siehst du ja, wie ernst er den Kampf genommen hat. dass Paul den Sieg holt, ist, ja, Nur zu ist klar. Genugtuung, den einfach demolieren. Den Mir richtig schön ging's nur- auslocken, Mann. Mir ging es nur um seine Legacy, weil damit Ja, ist, das ist das das. ist halt das Traurige. Oder weißt du, ne? da So. wo so viel Geld zählt, wo so viel Geld im Umlauf ist, ich glaube, da zählt irgendwann für einen die Legacy nicht mehr. Ich glaube, Mike Tyson ist einfach so ein Typ, der denkt, ich habe meinen Namen sowieso, ich habe meine Legacy sowieso. Genau. Auch wenn ich jetzt am Ende des Tages, guck mal, er hat es gegen Jake Paul verloren, ja, wir wissen aber alle ganz genau, dass er jetzt 60 ist, weißt du? Das ist es. So, und jeder Mensch weiß ganz genau,
dass er in seinem ganzen Leben, sogar 10 Jahre vorher würde er ihn nicht mehr besiegen können. Ja. So vor 10 Jahren, so ein Tyson vor 10 Jahren, alleine würde ihn totschlagen. Ja. Weißt du, ich meine? Und da wäre er immer noch 48 oder so. Ja, stimmt. Ich fand den Kampf ehrlich gesagt ein bisschen respektlos, hätte nicht sein müssen. Also war eine reine Geldmacherei, würde ich sagen. Klar, Ja, Mann. sowieso. Aber, ja. Kerem, du hast ja angekündigt, 2 Gewichtsklassen. Erzähl mal. Ja, Mann, ich bin ja jetzt Was wieder ist- letzte Wochenende im Octagon, bin ich in den Cage gegangen, habe da ein paar Leute herausgefordert, alle schon am Zittern gewesen. Die sagen mich, lass mich bitte in Ruhe, du hast doch schon gerade, bist du frisch gebackener Champion. Ja, aber wirklich ein interessanter Kampf. Carlos Romola, muss man respektieren, war auch ehemaliger UFC-Kämpfer. Hat viel dazu beigetragen, den Sport nach oben zu bringen. Und Name ist Champion im Halbschwergewicht, Light Heavyweight. Und ja, Mann, ich hab Bock drauf, Alter. Neue Und- Herausforderung. Double Champion. Hochgehen mit Gewicht? Ja, oder ich bleib sogar so. Ich muss nicht hochgehen. 90 Kilo reichen. Schön. Schön auf 90 Kilo explosiv. kämpfen. Bap, bap, bap. Das- Wiegt, verträgt Bestimmt weiß ja 105 Minimum. 105, 106, das ist richtiges Vieh. Das Der hat ist sehr ordentlich. viel Kraft. Ja. Okay. Aber genau dasselbe Ding wie letztes Mal, aber diesmal knocken wir den aus. Dann machen wir richtig History. Weil der ist ja ein Superstar da drüben. Aha. Carlos Vermola ist so Octagons Gesicht so. Champion aktuell und den holen wir uns seinen Titel, Mann. Da bin ich gespannt auf den Kampf. Den zweiten Titel. Ich hätte holen richtig wir Bock drauf. Ungelogen, ich hätte richtig Bock drauf jetzt. Neue Herausforderung. dann. Gut, dann machen wir noch eine letzte Frage. Gibt es einen Kampf, der euch besonders inspiriert hat und eure Herangehensweise beeinflusst im Kampfsport selber? Ich hatte jetzt so letzte Zeit sehr wenig inspiriert, um ehrlich zu sein. Nee, ich glaube, aber an einem gewissen Niveau so hat man nichts mehr, was einen inspiriert so oder so. Keine Ahnung. Ich habe nichts. Also kein Kämpfer, wo ihr sagt, boah. Anders gefragt. Vorbildkämpfer, jetzt in der UFC selber. Kein? Nee. Ja, für ihn Du musst ja Nein sagen. Nein, Oder? echt nicht. Ich Also? habe echt Ja, keine Bruder, Also bei mir ist ich wirklich scheue immer mich noch John nicht. Jones, Alter. Ich scheue mich Der nicht zu liefert sagen. immer noch ab, nach so langer Zeit, Bruder. Der liefert immer ab. Der Typ, der war der jüngste UFC-Champion aller Zeiten. Jetzt ist der fast Ende seiner Karriere und liefert trotzdem noch ab. Ja, Und mit Leichtigkeit so. Das musst du auch noch mal können. ja auf jeden Fall. Und vor allem, er hat auch unnormale viele Rückschläge. Weißt du? Auch privat, ne? Meine ich ja, private Rückschläge. Okay, das mit so. seiner Frau, dann mit Drogen, mit allem drum dran, Polizei. Und dann kommt er wieder nach 2 Jahren, rasiert den. Kommt wieder, rasiert. Leichtigkeit so. Das musst du auch mal können. Ja, auf jeden Fall. Wirklich jetzt. Also John Jones ist das Und vor allem, wirklich er hat eine- der hat ja diesen GOAT-Status. Ja. Er hat Druck, Alter. Weißt du, was ich meine? Von John Jones erwartet man. Und der liefert jedes Mal ab. Unglaublich. Ja, Letzter der ist, Kampf der ist Bombe. Auch der letzte deklassiert. Kampf, ne? Ist auch. Easy. Ja. Der ist da durchspaziert. Genau, der pflückt sich da einfach durch, Der ne? geht da ganz Ja. einfach rein und macht sein Ding. Ich- Also jetzt ich- nur ich- vom Sportlichen gesehen. So. Ja. Privat halt, ich kenne ihn nicht, kann ich jetzt auch nichts sagen. Mhm. Ja, Über Das diese reicht schon. Jahre lang. Guck mal, jetzt, wie viele Jahre lang schon? Seit 15 Jahren ist der krasseste Motherfucker. mhm. Ja, der hat den Goat-Shots wirklich Der erarbeitet. zeigt würd mir ich einen Kämpfer, der das bis jetzt von Anfang bis Ende so durchgezogen hat. Keiner in der UFC. sagen. Ja. Keiner. So in so einer langen, über ein Jahrzehnt, Alter. Ja. Fast 2 Jahrzehnte schon. Heftig. Über so einen langen Zeitraum, ne? Auch wirklich in diesem Sport dann auch zu Und bleiben. nur gegen Kaliber. Damals gegen die Größten und Stärksten. Und er hat die alle deklassiert. Ja. Weißt du? Der John 100%. Jones muss man schon respektieren im Sport auf jeden Fall. Der ist so. Ja, ich meine, respektiert tut man ja auch alle, weil sonst Ja, ist das so, jeder, der in der Das UFC ist. sowieso, ja. Boah, du musst dir vorstellen, die UFC ist ein Pool mit 600 Kämpfern. Vielleicht etwas mehr als 600 Kämpfer. Bruder, von wie vielen Leuten, die MMA kämpfen, sind 600. Mhm. Weißt du, ich meine? Ja. Und jetzt zähl das mal auf die eigenen Gewichtsklassen. Ich glaube, es gibt auch nur 6 Gewichtsklassen oder so. 6 oder 7 Gewichtsklassen. Jetzt zähl das mal pro Gewichtsklasse runter. Da sind nicht mal 100 Kämpfer pro Gewichtsklasse ungefähr. Ja. Weißt du, ich meine? Also, weißt du, das ist schon was Krasses, Ja, klar. wenn du da bist. Ja, auf Weißt du, jeden das Fall, heißt, deswegen meinte ich es das. gibt gar nicht so, dass man sagt, ja, man respektiert jemanden nicht oder so. Bruder, jeder, der in der UFC ist, Ja, klar. hat seinen Platz dort, weil er sich das verdient hat. Zu Recht auch. Nee, du ne? respektierst ja jeden jetzt so, ne? Das ist ja gar keine Frage, aber Aber wie gesagt, ich habe jetzt einfach keinen gerade, wo ich sage, ich gucke zu ihm auf oder so. Ich meine, wenn Sachen, von denen man sich abgucken kann, wenn du mich jetzt fragst, wen würdest du, klar, Regeln von Khamzat Chimaev, kann sich jeder eine Scheibe von abschneiden. Weißt du, was ich das ist meine? ein Monster. Chimaev, Alter. ja, So, Chimaev ist Monster. Ja. Ellbogen, Fight IQ von John Jones kann sich jeder eine Scheibe abschneiden. Ja. Boxen von Topuria kann sich jeder eine Scheibe abschneiden. Weißt du, so, also klar. Aber am Ende des Tages, du musst dich auf dich selber fokussieren. Weil es kommt immer jemand, der macht was Krankes. Wenn du dich ständig darauf fokussierst, so irgendwas Krankes zu machen, dann wirst du irgendwann bescheuert.
Weißt du, weil, guck mal, Shada Bullet, was hat der für einen Knockout jetzt gemacht? Geist. Ey, was für ein Kranker, wie willst du sowas toppen? Aber da wird schwör's einer dir, kommen, glaub mir, der wird das nochmal toppen. Ja, es gibt immer einen on top Immer wenn drauf, du ne? denkst, so, dass einer, weißt du, du hast alles gesehen, kommt einer, der macht so ein Krankes, sowas Krankes. Aber das weißt wirst du halt immer wieder haben. und deswegen, immer weißt du, wieder. das Aber das ist ja passiert, das Geile. das passiert aber nicht, weil der geht da in den Kampf rein und denkt sich, ey, ich muss jetzt irgendwas Krankes machen, was noch nie einer gemacht hat. Der geht da rein und denkt sich, okay, ich mache meinen Kampf. Und alles kommt von selbst. Weißt du, ein Knockout, der kommt auch von selber. Habt ihr einen bestimmten Plan? Nach dem Kampf? Nach euren Kämpfen? Erstmal in Urlaub, Mann. Urlaub? Ja, klar. Auf jeden Fall ein Also Urlaub. ein bisschen Ruhe machen. Ja, Mann. Ich kam immer noch nicht so vom letzten Ich Kampf, nicht. Mann. Ich kam immer noch nicht dazu. Ich wollte einfach wegfliegen, kam nicht dazu. Jetzt Ich wieder auch direkt wieder dasselbe. Keine Ruhe. Wir waren nur unterwegs, viel Action, viel Business noch nebenbei. Und jetzt wieder die Vorbereitung. Aber ich werde wahrscheinlich nach Dubai fliegen für 10, 11 Tage Ui. und mich dort vorbereiten. Ja, ich brauche ein bisschen Auch richtig Sonne. Ich werd vorbereiten verrückt. dort? Ja, klar. Okay. Ja. Ich würde verrückt hier, Mann. Bei dem Sehe nur Wetter? die Halle, nur das Wetter, du hast keine Motivation. Ich habe jetzt schon geplant, dass ich jetzt die nächsten Tage check ich mal ab, dass ich rüberfliege. Okay, ja, cool. Bei dir auch Urlaub, sagst Ich du? gehe nach Miami. Auch mach Urlaub, das Camp. Ja, Vorbereitung? da hatte doch Nee, ich Sonne mache ohne Vorbereitung. Ich habe Mhm. das auch schon so, da ist so 30 Grad. Ende. Ja, Mann. Deswegen, ich mache da die Vorbereitung komplett. Deswegen, ich gehe jetzt Killcliff MMA, das ist so das Beste, eins der besten Gyms. So. Ja, geil. Es gibt so 2 Gyms, so renommierte Gyms in Amerika. Mhm. Vor allem, und dann, das sind halt so die 2 besten. Es gibt American Top Team und Ja, Killcliff. aktuell richtig gute Jungs, ne? Ich glaube, Killcliff ist gerade sogar das Beste. Ich war ja im American Top Team, war auch ein gutes Gym, so, aber ich denke, wenn ich jetzt sehe, was gerade im Killcliff los ist, dann gehe ich auf jeden Fall in das Gym. Okay, ja, geil. Dubai ist Ja, auch Hamzat gerade, das ist auch gut, Ja. Alter, für mich so. Ne, ich Gra- war mit Chimaev denn da. Der lebt ja da drüben. Und wir kennen den Eigentümer, der ist ja auch immer da, deswegen bereite ich mich direkt da mit ihm zusammen vor. Ach, geil, okay. Der Ja, Typ, so. Alter, der ist ja ein Vieh, ehrlich. Ja. Dann machst du Sparring mit dem und alles, Alles. was da, ja. Wirklich Okay. jetzt so. Machst nur ein Level up Viel noch Spaß. mit ihm. Macht Bock auf jeden Fall mit. Ich habe schon mal mit ihm gerungen. Und ich kann nur eins sagen, wirklich. Was ich damals zu Alex Pereira gesagt habe, ich habe noch nie einen besseren Striker gesehen, muss ich über Hamzat Chimaev sagen. Echt, wirklich? Monsterhaft. Kraft ohne Ende. Besser als Pereira? Nein, ich meine jetzt sein Striking kannst du gar nicht vergleichen. Okay. Pereira ist der härteste Kämpfer der Welt, Mhm. für mich. Hat er auch bewiesen danach, hat er auch gesehen. Klar. Ja. Und damals haben immer alle gesagt, ja, übertreibst. Guck mal, der hat die UFC, der hat die auseinandergenommen. Nur selber kann ich über Hamzat seinen Ring sagen. Er hat eine Kraft, das habe ich selber noch nie. Ich habe schon wirklich gegen viele starke Ringer gerungen. Ja. Der hat eine unmenschliche Kraft da. Das ist nicht Heftig. normal, ehrlich. Das sagt aber jeder Mensch. Wirklich jetzt. Der ist auch noch sowas- sehr jung, ne? Der ist sehr jung, aber ich weiß nicht, woher diese Power holt. Vor allem, der sieht ja noch, okay, live sieht er auch noch mal brachial aus, der kam auch noch fast 100 Kilo nach Düsseldorf, der hatte 98, meinte er. Ja, was für eine Power der im Ringen hat, das war schon krass, Alter. Ja. Deswegen alle sagen, ey, der ist zu gehypt, der ist zu gehypt. Nein, der ist überhaupt, das ist gar nicht gehypt, das siehst du auch. Also der erfüllt schon das, was er auch Ja, dann... guck mal, was der macht, die ganzen letzten Kämpfe. Bruder, bitte, was hat er letztes Mal am Sagina gemacht? Robert Whittaker hat du weißt, was für eine starke Defense der hat? Mhm. Was er selber auch für ein starker Ringer ist, weißt du selber? Klar. Und der hat den da deklassiert wie einen kleinen Jungen. Da. Was sagt er immer? I'm gonna kill you? Das Smash everybody. I'm gonna smash your boy. Das sagt doch... Das sagt Das doch hat Khabib gesagt. Habib, Ja. ja genau. Ja. Nee, ja, okay. Ja, geil. Also können wir uns auf jeden Fall auf was gespannt machen jetzt im Februar bei euch beiden. Ich glaube, da wird es richtig Action geben. Wird geil. Und ja, sobald dann dein Gegner bekannt gegeben wird, dein Debüt, Islam. Gut, dann haben wir noch 2 letzte Zuschauerfragen. Einmal von Anissa Ari 98. Vielen Dank für deine Frage. Das ist eigentlich das, was es vorhin auch schon abgedeckt hat. Was ist eure größte Inspiration? Muss kein Kämpfer sein. Was ist eure größte Inspiration? Die größte Inspiration. Meinst du auf alles bezogen? Kann auf alles bezogen sein. Also ist es, könnt ihr auch sagen, wer ist eure größte Inspiration oder was ist eure größte Inspiration? Meine größte Inspiration ist mein ältester Bruder Jibril. Mein älterer Bruder Jibril ist meine größte Inspiration. Ja. Hat es einen Grund? Ja, mein großer Bruder Jibril war für mich im jungen Alter schon wie mein Vater, so zu der Zeit, weil mein Vater war leider aus privaten Gründen, konnte er nicht, ne, die ersten paar Jahre, wo wir in Deutschland waren, hier sein. Aber ja, mein Bruder Jibril hat auf uns aufgepasst. Ich meine, damals, als wir aus Tschetschenien geflüchtet sind, war das sehr hart für uns, für meine Familie generell, für alle meine Geschwister. Und wenn du mit deiner Mutter aus einem Land flüchtest und über 12 Länder oder was auch immer fließt, ich glaube, keiner, der das nicht durchgemacht hat, kann sich vorstellen, wie hart das sein kann. Deswegen, ja, ich bin meinem Bruder ewig dafür dankbar und werde das auch niemals vergessen, für das, was er alles für uns getan hat. Klar, Leute sehen das als selbstverständlich, aber glaub mir, nicht mal, ne, also das, was wir Bündnis mit meinen Brüdern haben, ist schon was anderes so und deswegen
Mein Bruder hat für uns immer alles er hat immer aufgepasst auf uns, auch abgesehen von der Flucht aus Tschetschenien. Als wir in Deutschland waren, hat mein Bruder auf uns aufgepasst. Wir hatten die Möglichkeit, mit Drogendeal viel Geld zu verdienen. Man kann offen sagen, wir hatten viele Leute um uns herum gehabt, die uns die Möglichkeit gegeben hätten, mit Drogengeld viel zu verdienen. Wir hätten mit anderen Sachen viel Geld verdienen können. Mein Bruder Jibril hat immer gesagt, nein, das ist niemals der richtige Weg für meine Geschwister. Wenn ich damit anfange, dann werden meine Brüder noch schlimmer werden als ich. Hat sich immer von allen distanziert, hat sich immer von allen schlechten Sachen ferngehalten, obwohl es für uns leicht gewesen wäre, in dieser Zeit so etwas zu machen und obwohl wir das Geld dringend nötig hatten. Du siehst, er wollte mal den geraden Weg gehen und so sind auch wir quasi dann den geraden Weg gegangen. Und deswegen immer, wenn jemand uns gut redet, dann sage ich schon mal, dass diese ganze Sache gebührt eigentlich mein älterer Bruder Jibril, weil er ist eigentlich der Hauptgrund dafür, dass wir heute so anständig sind, wie wir sind. Ich meine, sonst, ich bin ja schon schlimm gewesen, so, aber ich glaube, dann wäre ich bei weitem schlimmer noch. Ja. Wenn mir das nicht jemand, man sagt ja so, deine Kinder folgen deinem Beispiel und nicht deinem Rat. Weißt du, ich meine? Stimmt, und mein Bruder Jibril ist ein gutes Beispiel dafür, dass er seinen jüngeren Brüdern ein gutes Beispiel war und nicht uns nur Ratschläge gibt. Ich meine, wenn mein Bruder mir sagen würde, trink kein Alkohol, aber selber jedes Wochenende saufen würde, dann würde ich das nicht so ernst nehmen, wie wenn mein Bruder mir sagen würde, trink kein Alkohol und er selber nicht trinkt. Also er lebt es dann quasi Weißt du, wenn vor, mein ne? Bruder mir sagt, bete, aber er betet selber nicht, dann würde ich das auch nicht so für voll nehmen. Ja. Weißt du? Ja. Deswegen, er war immer ein gutes Vorbild für uns. Klar, mein Vater danach, als er kam, hat das natürlich noch weitergemacht, ne? Wie es sich gehört, so, aber zu der Zeit, wo mein Vater nicht da war, war mein Bruder für uns da. Okay, also er war quasi das Oberhaupt, auf das du dann quasi Genau, aufgeschaut hast. Ne? richtig. Okay. Ja, Respekt dafür. Das ist auch eine Mordsarbeit von einem großen Bruder, auf seine kleinen Brüder auch aufzupassen. Ne? Das ist auch eine nicht- Last, Alter. Das ist eine Last, genau. Es ist, Soll ich was das Die meisten Das grauen ist- Haare auf seinem Kopf kommen auf jeden Fall von mir und meinem Bruder Tamer. Wir haben viele graue Haare gemacht, weil es ständig Anrufe von Leuten. Ich meine, guck mal, wenn du mir vorstellst, Kerem hat das schon immer mitbekommen, Ja. wenn ich Stress hatte mit Leuten, wenn ich Palaver hatte. Weißt du, wie oft er mich angerufen und gesagt hat, Bruder, mit denen hast du dich wieder geprügelt. Ich weiß nicht, wie viele unzählige Male das waren. Ja. Weißt du, jetzt musst du dir vorstellen, wie viele Anrufe mein Bruder bekommt. Oh ja. Ja, dein Bruder hat wieder da eingehauen, hier eingehauen oder hey, hier, da haben sich Leute versammelt. Dein Bruder hat wieder irgendwann dies und das angetan. So. Aber er ist halt da, ne? Er ist halt da Safe. und ich glaube, das Safe. ist so das Wichtigste. Nicht nur da sein, sondern auch was tun, ne? Nee, 100%. Okay, ja, Deswegen, interessant. Wie ist das bei dir, Kerem? Deine größte Die Inspiration? Frage habe ich vor 2 Wochen in der Fragerunde meiner Story beantwortet. Ja. Mhm. Ich habe gesagt, es ist immer noch so, jetzt mittlerweile inspirieren mich sehr wenige Menschen, weil ich, wie gesagt, vieles erlebt habe. In der jüngeren Zeit gab es da einige. Aber das ist im Gegenteil zu ihm sein älteres, mein jüngerer Bruder Metzen. Aber ich verstehe jetzt auch, was Islam mit seinem älteren Bruder meint. Weil ich war immer der Ältere. Ich musste immer meinen Kopf für alles hinhalten. Weißt du, was für eine Last, was für ein Druck auf einen älteren Bruder ist? Und du darfst nie Schwäche zeigen. Wenn du deinen kleinen Bruder einmal so zeigst, ey, du brichst, das darfst du nicht. Ne? Ja. Egal wie du bist, traurig, darfst du dir niemand zeigen. Wie gesagt, er folgt deinen Weg. Du entscheidest den Weg deines Bruders. Und mein jüngerer Bruder hat es sehr, sehr schwierig gehabt, ne? Aufgrund halt ohne Vater, ohne Eltern. Und ich war seine einzige Bezugsperson. Dass er das aus damaliger Zeit geschafft hat, zu heute einer erfolgreichsten Geschäftsmänner hier in Düsseldorf geworden ist. Ne? Und darauf bin ich auch riesen stolz. Also bin ich wirklich richtig, richtig stolz auf ihn. Richtig gut. Und er hat es selbst, natürlich habe ich ihn dahin begleitet, aber den Weg musste er alleine gehen. Natürlich, du kannst ihm den Weg zeigen, so, ne? Er ist Ein auch bisschen durch viel mitgenommen. Scheiße gegangen, musste auch sein. Gehört dazu. Kam er zurück, hat er das durchgezogen, was er heute ist. Und jetzt, wie gesagt, ist er einer der erfolgreichsten Geschäftsmänner und ein Riesenunterstützer auch bei mir. Ja, sehr stark. Also sind tatsächlich bei euch beides die Brüder, ne? Deswegen gleich will ich, dass du auf mein Konto überweist. Hast du verstanden? Wenn du Ich dabei hab bist, dich- kannst du auch direkt Ich mir hab was dich so gepusht gerade, Junge. Ich überweise jetzt direkt auf mein Konto. Nein, natürlich nicht. Okay, ja, stark. Dann die allerletzte Frage für heute von Hosai Fire. Auch danke dir für die Frage. Was wollt ihr der nächsten Generation von Kämpfern mit auf den Weg geben? Irgendein Rat oder Was sonst wir immer wieder sagen. Wir sagen immer wieder, habt gut im Umkreis, haltet eure Religion fest, das ist so an oberster Stelle. Guck mal, eigentlich, ich will jetzt nicht wieder dieses Thema Religion auffassen, aber wenn du nach deiner Religion lebst, nach unserer, bist du eigentlich sogar der perfekte Mensch. Ich bin nicht perfekt, ich mache auch meine Sünden. Ich könnte einiges an mir verbessern, aber versuche, so es geht, an deiner Religion, weil dann bist du wirklich perfekt. Und halt dich von dieser ganzen Scheiße fern, was wir alles, Nachtleben, Schlägereien, Freunde, Drogenjunkies und das bringt alles am Ende des Tages nichts. Geht zum Sport, macht euer Ding, seid für eure Familie, für eure Brüder da, seid für eure Freunde da. Verbringt nicht Zeit mit irgendwelchen Leuten, über Leute schlecht zu reden, das machen auch sehr gerne viele Menschen. Guckt auf euren eigenen Arsch, guckt auf euch selber und macht euer Ding. Und Sehr lernt den starke Leuten etwas Worte. zu gönnen, Das Alter. ist das. Lernt den Leuten den Erfolg zu gönnen, Mann. Der Erfolg anderer wird dein Erfolg nicht schmälern, Mann. Ja. Verstehst du? Das zeigt Größe, wenn du anderen Leuten das gönnst. Weißt du, was ich meine?
Da sagt er Deswegen- genau was, sorry Bruder, da sagt er was, Alter, ich push die ganze Zeit, zum Beispiel die Nachwuchsjungs von uns. Ich muss das doch gar nicht machen. Warum? Ich pushe die Jungs, die freuen sich doch, Alter. Guck mal, ich push den Furkan, ich push alle Jungs von uns. Omar, die ganzen Emir, Newcomer, alle Emir. Puss, ja. Weißt du, was ich meine? Ich weiß doch, das motiviert die. Ja. Weißt du? Gib doch, sei doch ein bisschen, sei doch nicht, boah, ich bin jetzt hier ein Star, ich bin jetzt hier arrogant und nein, ich gebe den Jungs Das ist eine Plattform. Quatsch, ja. Ja, genau so. Weißt du, was ich meine? Macht es doch den Jungs nicht so schwer. Ja. Guck mal, das Ding Ja, ist, das ja. hat aber nicht so einfach, weißt du, gib den Leuten doch mal, weißt du, auch mal eine Möglichkeit, die Gelegenheit, weißt du. Hat uns früher keiner gegeben, deswegen, ich sage, mir hat es keiner gegeben, er war damals der Erste, der mir das gemacht hat, weißt du. So, und deswegen, ich kostet gebe das dich so nichts vielen mehr. Leuten, weißt du, und ich sehe das ja, wie die Leute sich auch freuen, wenn man denen diese Anerkennung gibt quasi für den Sport, Ja. weißt du, oder generell auch nicht, mal abgesehen von Sport, wir wollen ja nicht immer nur den Sportlern was mitgeben. Es gibt auch Leute zu Hause, keine Ahnung, die haben Depressionen, die schicken dir Nachrichten, ey, guck mal, mein Leben läuft so, ich habe Schulden, ich habe Probleme, was auch immer. Weißt du, denen kannst du auch was mitgeben, weißt du. Ich meine, ich hatte auch Schulden, ich hatte auch Probleme, ich hatte auch, keine Ahnung, alles Mögliche in meinem Leben bekommen. Leute schreiben mich an und sagen, ey Bruder, da und da wollten mich Leute hauen. Ich hatte in meinem Leben schon Morddrohungen, Anrufe bekommen, einer wollte mich erschießen, da will dich jemand erschießen. Ach, was ich alles nicht in meinem Leben schon gehört habe, Ja. weißt du, ich lebe immer noch, Alhamdulillah. Ja, Deswegen macht euch bist keinen schon Kopf, gut. weißt du, man wird aus jeder Situation rauskommen. Gott erlegt keiner Seele eine Last auf, die sie nicht tragen mag. Deswegen, ne, ihr werdet das schon schaffen. Macht euch keinen Kopf. Einfach nur stark bleiben, einfach nur stabil bleiben. Egal welcher Religion ihr angehört. Ne, hört auf eure Familie. Ich meine, in den meisten Fällen wollen sie immer eigentlich das Gute für euch. So und haltet euch fern von negativen Menschen. Von negativen Menschen meine ich nicht nur schlechten Freunden oder so. Ich meine von negativen Menschen mit Leuten, die eine schlechte Energie haben. Ja? Leute, die ständig über schlechte, negative Sachen reden. Weil das zieht euch mit runter. Ja, Du Mann. sitzt neben dem, du hörst den ganzen Tag an, Also. der redet über Probleme. Oder ich habe auch mal eben Probleme gehabt. Ich sitze aber nicht neben meinen Freunden und quatsch damit den ganzen Tag voll, weißt du? Was ich auch noch sagen kann, über dieses Thema. guck mal, das war auch ein Thema mit meinem Bruder damals. Der hing immer mit so Geschäftsleuten um, ne? Wirklich, die auch teilweise so 20 Jahre älter waren. Und ich rede schon, wo der so 16 war der so mit 36, 37-Jährigen am Rumhängen. Und ich, Alter, was hängst du mit diesen komischen Leuten immer rum? Hat er mir damals schon gesagt, Bruder, jetzt sei mit erfolgreichen Menschen am Tisch. Dann wirst du selber erfolgreich. Und ich war immer nur mit meinen Schwerkriminellen. Normal, ihr sollt auch mit eurem Freundeskreis sein, mit dem ihr auch zusammen aufgewachsen seid. Ihr habt ja Scheiße mit denen gefressen, alles erlebt. Sei mit denselben Personen, aber versucht immer wirklich, euch mit erfolgreichen Menschen zu verknüpfen. Weil sitzt du mit Scheiße am Tisch, passiert Ja, nichts. genau. So. Und so war das bei Metzen so. Der hat mir immer gesagt, Bruder, jetzt das wird sich auszahlen. Glaub es mir, glaub es mir, glaub es mir. Am Ende ist das so gekommen und nach Jahren irgendwann habe ich dran gedacht, so wirklich nach 10 Jahren, guck mal, was der mir damals gesagt hat. Sei immer mit Erfolg. Meinte, ich habe keinen Bock, mit denen Kaffee zu trinken. Ich habe keinen Bock, mich mit denen hinzusetzen. Meinte aber, so wirst du nicht erfolgreich. Ja. Hat er auch recht gehabt, weißt du? Stark, das ist ja so, zeig mir deine 5 Freunde. Ja, und aber sag dir, wer wirklich, du bist. setz dich mit erfolgreichen Menschen, die Ziele vor allem haben oder die es schon geschafft haben. Weil zum Beispiel, was sollte ich jetzt mit, zum Beispiel er, stell dir mal vor, er wird jeden Tag nur besoffen, was soll ich mit dem? Wirklich jetzt. Er kann mir weder im Training helfen, noch im menschlichen, also vielleicht so, ich will dir, weißt du, was ich meine? Ja, man spiegelt seine Freunde auch immer so Und das ein zieht bisschen. dich auch dann nur runter. wie er Natürlich, sagt. natürlich. Negative Sachen ziehen dich runter. Ja. Deswegen dieses ganze Negative zur Seite. Ja, wenn es so unterschiedlich wäre, dann Deswegen, hätte er genau. einen ganz anderen Kreis als du. Ja. Das Safe. ist- Deswegen das sage ich, ich habe ihm bringt gesagt, sich. einfach umgibt euch mit positiven Menschen. Ja, mit positiven Menschen. Weißt du, du brauchst positive Menschen um dich herum, sei es zu Hause, in deiner Wohnung, sei es wo auch immer, weißt du. Du brauchst Ruhe, du brauchst positive Energie um dich herum, weißt du. Ja. Wenn du jedes Mal zu tun hast mit irgendwie, keine Ahnung, Schwerkriminellen, die jeden Tag dich voll labern mit Oh, das da zieht war mich es Mord und unnormal Totschlag, runter. weißt du. Weißt du, wie mich Irgendwann das hast du keine Kraft runterzieht? mehr dafür. Ja. Ehrlich, das zieht mich unnormal runter, wenn einer über seine ganzen Probleme Ja. ist mir ey, bitte sag ich, bitte halt deine Fresse. Ey, ehrlich, das gibt mir so voll die negative Energie. So, Ich kann das auch gar nicht hören, ja. Ich mach mal deine Probleme für dich selber jetzt und keine Ahnung. Ja, da Geht merkt zum man, wie wichtig Seelsorger. das ist. Ja. Mach Natürlich, mal. wenn jetzt mal dein bester Freund oder deine Freunde zu dir kommen und sagen, Bruder, ich habe ein Problem da und da. Und Das ist ja was klar, ganz du sitzt und anderes. redest mit dem. Dafür Aber sind ich wir auch rede da. jetzt von Leuten, so weißt du, die jetzt kommen und du sitzt Nur mit dir. schlecht. Ihr wollt einen Kaffee trinken, da kommt einer und labert dich voll mit so Problemen. Ich habe das, also dann denke ich mir schon, Bruder, der fängt an zu reden. Jetzt soll ich einfach meine Probleme erzählen? Soll der daneben anfangen? Da sitzen wir hier am Tisch und heulen uns unsere Probleme aus. Für was? Weißt du, ich meine? Klar, kommst wenn du auch mal ein nicht Problem weiter. hast und du weißt gerade nicht, wen du um Rat fragen sollst, geh zu deinem Freund, geh zu deinem Bruder, frag ihn, ey, guck mal so und so, ich habe dieses Problem. Aber ich rede jetzt von allgemeinen Sachen, weißt du, du sitzt in Ruhe, hast den coolen Talk und so und dann sitzen da Leute, die ständig negative Energie verbreiten. Kann ich echt nicht. Brauchst ab, du sowas. nicht. Auch Das wenn, wäre jetzt wie im Talk. Stell dir mal vor, wir reden über was Schlechtes. Das wird euch da. Ja, ich weiß nicht, zu Hause krieg ich schlechte Zu Laune. Hause Der sagt so ja. einen Scheiß, guck ich mir nie wieder an. Der sagt dann, ey, ich habe noch nie getrunken, jetzt gebe ich mir heute da. Ja. Meinte, ich halte mir diese Scheiße nicht mehr an. ja. Ja, es ist auch, wenn du zum Beispiel einen harten Kampf hast, stell dir vor, jemand kommt zu dir und sagt, oh Bruder, wird schwierig. Oh, Ja, weiß zum ich Beispiel nicht gibt es und auch so Leute. Ja, da sag ich so. mir, willst du mich. Ja, dein Gegner, manchmal halt deine Fresse. Genau.
So, da gab es auch schon ein paar Kandidaten, die mich vor meinem Kampf, aber dein Gegner, ich weiß nicht, Kerim und so. Junge, kommst du hier hin gerade, um mich zu motivieren oder zum Demotivieren? Ja. Weißt du, was ich meine? Da gab es auch manche, verpiss dich sofort raus hier und so, ehrlich. Brauchst du genau das sofort Gegenteil? raus, Mann. Ich brauche Jungs, die mich pushen, Alter. Ja. Der passt bei dem bitte, der hat das, dieser hat ja noch Panik. Du siehst, als ob ich schon verloren hätte. Weißt du? Ich hatte Ich hasse sowas. wenn Leute Boah, das Alter, machen. Ich kenn normal, das auch der zu Gegner gut, ist Alter. gefährlich, jeder ist gefährlich. Gib ein Mädchen, kann ich von der Seite aus knocken. Gib ein 10-jähriges Mädchen von der Seite auf Kinn, die kann ich K.O. schlagen. Ja. Muss vor jedem Menschen aufpassen. Das Lustige ist, ich habe letztes Mal ein Video gepostet von Muhammad Ali. Er dreht sich so um, er läuft gerade in seinen Kampf, er dreht sich so um, er sagt so, was ist los, was guckt ihr alle so? Was guckt ihr so, als ob ihr den Tod gesehen habt, so mäßig? Müsst ihr gleich kämpfen oder muss ich gleich kämpfen? So. Ah, ich glaube, das hab ich gesehen. Da kämpft er gegen Joe Fraser oder so. Er sagte so, was ist los, Mann? Meint ihr, seid ihr bescheuert oder was? Ja. Ja. Macht mal eure Fresse normal und so. Ich kann das nicht sehen, Alter. Oder haut mal ab und so. Weißt du, ich erinnere mich nicht mehr genau an den Talk, aber es war genau ungefähr das, was ich gerade sage. Ich habe das Video gepostet, da habe ich geschrieben, das ist genau meine Attitüde vom Kampf. Genau. Bruder, ich sitze in der Kabine, ich gucke meine Brüder und ich sage den Jungs, macht euch keinen Kopf, ich gehe gleich rein, ich hau den behindert. Genau, was sagen wir jedes Mal? Genau. Ja, was reingehen, weghauen, Guck mal, rauskommen. das sagen wir jedes Mal. Islam, ich musste nicht viel reden oder geh rein, hau den weg, geh wieder raus. Ja, immer wieder das Gleiche. Nicht, Das ist- du musst dies machen, das machen, nein, geh da rein, mach da was wir können. Was können wir? Was können wir? Kämpfen. Geh da rein, knall den weg, komm wieder raus. Fertig. So. So einfach. Punkt. Mit Ne? dieser Einstellung gehen wir rein. Ja. Ehrlich. Ja, Nein, wie- sogar wenn du verlierst, geh da Einfach- wenigstens rein, ja. stell deinen Mann. Genau. Nicht wieder. Ach, leichte Kämpfe hast du nicht mehr. Das war's. Ja, das ist so. Das war's. Gibt's nicht mehr. Weißt du, das war's. Das kannst du vergessen. Die letzten Gegner haben es alle gezeigt. Weißt du? Der letzte Gegner war Nummer 2 oder so 3 aus Brasilien. Der vorletzte war Nummer 1 in Griechenland in 2 Gewichtsklassen. Also es kommen keine leichten Gegner. Sowas gibt's nicht mehr. Vergiss Ja. das. Genau, so ist Weißt du, du musst immer anrufen. Jeder Kampf wird hart sein, einfach. Ja, und es wird nicht leicht, es wird nur schwerer und schwerer Ja. jetzt. Okay, krass. Ja, heftig. Okay, ja, dann würde ich erstmal sagen, zum Schlusswort, gönnt, neidet nicht, bleibt weg von der Straße, sucht euch ein gutes Umfeld, gute Freunde, macht euer Ding, zieht es durch. Und ja, das sind die positiven Vibes, die dieser Podcast mitgeben kann von 2 Kämpfern, die das alles schon durchhaben und trotzdem immer noch sagen können, bleibt auf dem geraden Weg. Weil, Stay humble, ganz wichtig, immer auf dem Boden bleiben. Stay Genau. humble. Genau, Safe. stay Ist humble. egal wie viel Geld, ist egal wie reich, egal wie erfolgreich. Das Du ist kannst von alles. heute auf morgen alles verlieren und dann stehst du da. Richtig. Immer Amen. auf dem Boden Genau. bleiben. Deswegen ganz wichtig für die, die nur zugehört haben, uns gibt es auch auf YouTube, uns gibt es auch live in Farbe, deswegen auch da einschalten. Ganz wichtig, kommentieren immer für die nächsten Fragen, für die nächsten Runden im Podcast, die wir dann posten, weil Fragen werden immer von den Jungs beantwortet. Liken, abonnieren auf allen Plattformen, die wir haben und ganz wichtig, die Glocke aktivieren und auch beim nächsten Mal einschalten. Vielen Dank, Jungs, für die ersten 2 Runden, die wir in diesem Podcast machen konnten, haben wir auf jeden Fall sehr viel erfahren und seid gespannt auf die nächsten Folgen. Und schaltet auf jeden Fall ein. Von uns ein Peace. Ciao, ciao. Und bis zum nächsten Mal. Eure Peace out. Smash Brother. Ciao, ciao.